Sie sind für ein Weiter so und das gehört zur Wahrheit mit dazu. Sie haben erst die Linken-Partei zerlegt, jetzt kratzen Sie an der 5%-Hürde, vielleicht bereuen Sie das auch schon, dass Sie beide rausfliegen. Ich glaube, es war ein strategischer Fehler, weil Sie nicht für den politischen Wandel stehen. Und das kommt jetzt raus. Und darum stürzen Sie auch ab. Sie stehen für einen Wandel, der auf jeden Fall der großen Mehrheit dieses Landes nicht zugutekommt. Und wenn Sie sich jetzt so arrogant über Umfragen äußern, als die AfD ein Jahr alt war, da standen Sie bei 4%. Bevor Frau Merkel die Grenzen geöffnet hat, standen Sie bei 3%. Danach hatten Sie tatsächlich, ja, also deswegen hören Sie auf mit dieser Arroganz, dass wir jetzt bei 4-7% stehen. Wir werden trotzdem in den Bundestag einziehen. Schon alleine, weil wir die alten Parteien mit Ihnen nicht alleine lassen dürfen. Sie haben Ihre Partei kaputt gemacht. Hey Leute, willkommen zurück. Heute haben wir ein ganz besonderes Video für euch. Es geht um die spannende Diskussion zwischen Sarah Wagenknecht und Alice Weidel bei Maischberger. Und wisst ihr was? Es wirkt fast so, als würde Wagenknecht eifersüchtig auf Weidel sein. Wagenknecht kritisiert die AfD und die Politik von Alice Weidel scharf, vor allem die Steuerpolitik und den Einfluss von Elon Musk. Weidel hingegen schlägt zurück, verteidigt die AfD und ihren eigenen Ansatz zu Themen wie der Verteidigungspolitik und den Substanzsteuern. Doch besonders spannend der Streit um die Aussagen zu Hitler und den Kommunismus. Wollt ihr wissen, wie die beiden sich wirklich schlagen und welche Pläne sie für die Zukunft Deutschlands haben? Dann bleibt dran, schreibt unbedingt eure Meinung in die Kommentare, was denkt ihr über die beiden. Liked und abonniert den Kanal, wenn ihr mehr solcher Analysen wollt. Also viel Spaß beim Video. Bis gleich. Auf geht's. So, Frau Wagenknecht, Sie haben Alice Weidel und die AfD angegriffen für die Nähe zu Trump und zu Musk. Sie haben gesagt, Frau Weidel sei das Fangirl von Elon Musk. Was genau werfen Sie ihr vor? Was ist denn so falsch daran, gute Beziehungen jetzt zum Team Trump zu haben? Da wäre an sich nichts falsch daran. Ich muss sagen, ich war sogar gespannt auf das Gespräch, was Sie mit Herrn Musk hatten, weil es gibt langweiligere Menschen, mit denen man sich unterhalten kann. Also insoweit ist das schon eine interessante Gelegenheit. Aber ich muss sagen, ich war wirklich abgrundtief enttäuscht darüber, wie dieses Gespräch gelaufen ist. Also das war ja keine Debatte auf Augenhöhe, sondern Sie haben wirklich, ja, so wie wenn jemand sein Idol trifft und das anhimmelt. Und das fand ich dann doch einigermaßen peinlich, weil ich finde, wenn eine deutsche Politikerin, eine Kanzlerkandidatin einer Partei, die jetzt immerhin mit 20% in den Umfragen steht, jemanden wie Elon Musk trifft, dann sollte das doch ein Gespräch darüber sein, ja, welche Gesellschaft will man? Und ich habe das Gefühl, Sie wollen das Gleiche wie Elon Musk. Es ist eine Ellenbogengesellschaft, wo Milliardäre noch weniger Steuern zahlen, noch weniger Rücksicht auf die Allgemeinheit nehmen. Sie haben nichts von dem, was man bei Elon Musk kritisch ansprechen müsste. Also er schickt ja bei Tesla zum Beispiel schickt er Überwacher nach Hause, wenn seine Beschäftigten krank werden. Sie haben nichts von dem angesprochen und Sie haben vieles angesprochen, was in Deutschland schiefläuft. Da haben Sie ja auch in vielem recht. Aber man muss natürlich auch sagen, ich meine, Elon Musk kommt aus den Vereinigten Staaten. Es ist jetzt nicht so, wenn man zum Beispiel sich anschaut, der schlechte Zustand unserer Schulen, also die öffentlichen Schulen in den USA sind nicht in einem wesentlich besseren Zustand. Die Gesundheitsversorgung in den USA ist natürlich auch, also wenn wir uns über Zweiklassenmedizin beklagen, die wir wirklich haben, wir haben hier auch akute Probleme, dass Kassenpatienten keinen Facharzttermin bekommen. Aber in den USA ist es ja vielfach noch schlimmer. Das ist eine schlichte Geldfrage, ob man gesundheitlich versorgt wird oder nicht. Und da keinerlei kritischen Diskurs zu führen, sondern einfach nur sich also auf der Woge auszuruhen, dass Herr Musk eine Audienz gewährt, das fand ich irgendwie unzureichend. Ihr Argument, Frau Weidel. Also ich glaube, zu sagen, ein Fangirl zu sein von Elon Musk, finde ich hart verkürzt. Das war ein Dialog. Ich bin ein Fangirl von der Meinungsfreiheit. Ich finde es, und das möchte ich auch gerne zugeben, ich finde es extrem wichtig, dass jemand wie Elon Musk als erfolgreicher Unternehmer Geld in die Hand genommen hat, und das auch nicht wenig. Es waren 44 Milliarden US-Dollar, um Twitter, also heute X, zu kaufen, weil er eben ganz klar sagt, also das, was in den
Mainstream, er nennt es Legacy-Medien gesendet wird, das ist zu einseitig und er möchte den Korridor öffnen. Und ich finde erstmal den Grundansatz, finde ich sehr gut, den Korridor der Meinungsfreiheit auszuweiten, dass wir wirklich breit gefächerter wieder diskutieren können. Weil ich spüre das auch in meiner Position, dass der Transmissionsriemen zwischen Bürgern und Wählern und der Politik gestört ist. Daher kommt auch die Unzufriedenheit. Und ich glaube, dass wir gesamtgesellschaftlich unbedingt daran arbeiten müssen. Die Menschen haben das Gefühl, dass sie Scheren im Kopf haben und dass sie nicht mehr das sagen können, was sie wirklich denken. Und ich glaube, dass wir alle insgesamt vorsichtiger werden müssen, was das anbelangt. Und dementsprechend finde ich das sehr wohltuend, dass wir einen Unternehmer haben, der sagt, okay, ich unterstütze das, dass jeder seine Meinung haben kann und dementsprechend auch die Bewunderung nicht nur für seinen Unternehmergeist, sondern auch für seinen Ansatz, Twitter auch für diesen horrenden Preis gekauft zu haben. Das muss man fairerweise sagen. Das hat keiner vor ihm geschafft. Es gibt viel Das ist natürlich auch, also ich bin ja auch der Meinung, dass wir tatsächlich ein Problem in Deutschland haben, weil der Meinungskorridor immer enger wird, weil es tatsächlich auch immer mehr Druck gibt. Deswegen gibt es ja auch Umfragen, dass immer mehr Menschen sich nicht mehr trauen, ihre Meinung zu sagen. Und ich hätte auch gar keine Einwände, wenn Sie das als Positives auch in dem Gespräch thematisiert hätten. Aber neben dem Positiven gibt es eben auch sehr viel Negatives. Und gerade Elon Musk ist jemand, auf der einen Seite will er den Staat überall zurückdrängen. Er macht auch ganz stark Stimmung dagegen, dass der Staat irgendwelche Regeln setzt, zum Beispiel eben auch zum Beispiel bei sehr reichen Leuten auch Steuern erhebt. Sie wollen das ja auch möglichst abschaffen. Aber auf der anderen Seite hat Elon Musk zum Beispiel in seiner Biografie auch für Tesla, für seine Unternehmen immer wieder zugegriffen, wenn staatliche Subventionen in Aussicht standen. Also der Staat in dem Augenblick, wo er Subventionen vergibt, war ja durchaus auch für Elon Musk jemand, der sein Unternehmen mit groß gemacht hat. Solange er das brauchte. Nach hinten, weil das werden wir tatsächlich noch vertiefen. Ich halte noch mal einmal fest, es gibt natürlich auch Kritik an der Meinungsfreiheit, wie Elon Musk sie definiert, weil vieles von dem, was dann letztlich gegen ihn zum Beispiel dann gepostet wird, durchaus zensiert wird. So, ja, deswegen Frage muss er ja auch höher greifen, bei 80 würde oder 90 bei Ihnen Euro. profitieren? Wer hat welche Mittel in der Tasche? Es gibt ein Institut, das hat quasi ihre beiden Wahlprogramme oder das, was eben davon bekannt ist, durchgerechnet, alle möglichen Parameter drangelegt und hat, die Süddeutsche Zeitung hat eine Grafik veröffentlicht, mal herausgefunden, wer profitiert sozusagen, bei welchem Programm mehr, wer weniger. Es fällt auf, sozusagen bei der AfD ist es tatsächlich so, dass diejenigen, die sehr viel verdienen, also die letzten beiden Balken sind 250.000 bis 250.000 und dann bis 2 Millionen, kriegen am meisten durch ihre Steuervorstellungen. Beim Bündnis Sarah Wagenknecht ist die Mitte ein bisschen im Vorteil und dann bei den Reichen gibt es tatsächlich ein Minus. Frau Weidel, Sie wollen die Grundsteuer, die Erbschaftssteuer, den Soli abschaffen, die Vermögensteuer soll es nicht geben. Wenn man sich das anschaut, machen Sie Politik für Reiche? Nein, das tun wir nicht. Ich hatte diese Studie ohnehin schon kritisiert. Das ZEW hat wichtige Parameter draußen gelassen, wie zum Beispiel auch die Konsumentensteuern. Und wichtige Parameter, die in unserem Programm sind, überhaupt gar nicht reingerechnet. So. Aber dass Sie die Grundsteuer, die Erbschaftssteuer, den Solidarvorschlag abschaffen wollen und die Vermögenssteuer Wir sind gegen jede Form der Substanzbesteuerung. Substanzsteuern sind Vermögens- und Erbschaftssteuern. Ich kann Ihnen auch sagen, warum. Es würde beispielsweise die Familienunternehmen treffen in Deutschland, weil das Vermögen innerhalb der Familienunternehmen im Betriebsvermögen drin ist. Das heißt, es würde dazu führen, bei Übertragung an die nachfolgende Generation, dass das Unternehmen sofort in Liquiditätsnöte kommen würde. Und darum sind wir einfach dagegen, weil dieses Vermögen immer gebunden ist und vor allen Dingen bei der starken Struktur in Deutschland in den Familienunternehmen. Und darum sind wir dagegen. Es gibt auch noch einen weiteren Grund. Vermögensteuern sind schon mal einmal besteuert worden. Also all das, was Sie ansparen, ist schon mal der Einkommensteuer unterlegen. Und dementsprechend sollte es nicht doppelt besteuert werden. Das geht natürlich auch voll gegen die... Ich ergänze dazu, dass beim Bündnis Sarah Wagenknecht gerade die Vermögensteuer zu Buche schlagen würde. Ab 25 Millionen 1%, ab 1 Milliarde 3%. Das wären in einem Fall 250.000 Steuern oder 30 Millionen. Warum ist das richtig, wenn Sie das hören, auch was Frau Weidel sagt? Das schadet den Familienunternehmen.
Naja, das ist das Standardargument, was immer angeführt wird. Natürlich ist es so, dass man schauen muss, dass ein Unternehmen nicht aus der Substanz ausgelaugt wird. Aber wir reden hier über sehr, sehr große Unternehmen und diese Unternehmen werden, wenn sie vererbt werden, das ist quasi die Lizenz zum Reichtum. Also wir haben ja immer mehr in Deutschland das Problem. Für Arbeitsplätze, und es gibt natürlich nicht für auch Reichtum, für Arbeitsplätze. Nein, Doch. die Arbeitsplätze sind in diesen Unternehmen, die werden ja auch, wenn die Unternehmen gut laufen, von den Arbeitnehmern getragen. Aber es ist trotzdem so, wenn dieses Unternehmen vererbt wird. Wir haben in Deutschland zunehmend eine Schicht von jungen Leuten, die ihr Leben lang nie arbeiten müssen, weil sie einfach aus ihrem Vermögen riesige Erträge beziehen, die ihnen einen Luxus ermöglichen, den die meisten Menschen, die jeden Tag früh aufstehen, jeden Tag hart arbeiten, nie im Leben bekommen würden. Und also mein Gerechtigkeitsideal ist eine gerechte Leistungsgesellschaft, wo jeder ähnliche Chancen hat und wo es von der eigenen Anstrengung und von der eigenen Leistung abhängt, welchen Wohlstand man hat. Und dass sich Elon Musk so für ihr Programm begeistert, hat ja mit genau solchen Steuervorstellungen zu tun. Das ist eine Gesellschaft, wo vor allem die oberen 10.000 entlastet werden. Das sind aber diejenigen, die selbst in den letzten Jahren, selbst in der Corona-Zeit, in der Krise, selbst in der Frage, in der Zeit Ukraine-Krieg, die immer profitiert haben. Also und ehrlich gesagt, denen noch zusätzliche Mittel zuzuschieben, finde ich in einer Situation, wo wir das Geld brauchen für gute Schulen, für ordentliche Krankenhäuser, alle für Familienunternehmen würden Sie pleite gehen lassen bei Generationsübertrag. Nein, ich aber bitte das Sie. ist das, was also Sie sagen. Sie sind doch in Kontakt mit Herrn Müller. Fragen Sie ihn mal, wie viel Erträge dieses Unternehmen abwirft. Das ist deutlich mehr Nee, als sagen eine Sie doch solche mal Ihre Erbschaftssteuer, Vorstellung. Funktioniert die man doch gar nicht. abstottern kann, am Ende einbringen würde. Wenn man ein Unternehmen, ein so großes Unternehmen erbt, das wird ja auch nicht sofort zum Erbe fällig. Es sind ja auch große Aktiendepots, die vererbt werden. Es sind große Immobilienvermögen, die vererbt werden. Und ich finde, es ist ein Problem, dass unsere Gesellschaft immer ungleicher wird. Die einen, die in armen Familien aufwachsen, haben faktisch keine Aufstiegschancen mehr. Denen wird von vornherein durch ihre Herkunft, sind ihre Bildungschancen schlechter, sind ihre Chancen auf Zukunft schlechter. Die anderen erben ein Großvermögen und müssen nicht mehr etwas leisten, um im Leben wunderbar durch ihr ganzes Leben zu gehen. Und das finde ich ungerecht. Es geht nicht darum, alles wegzunehmen, sondern es geht darum, dass diejenigen, die wirklich sehr viel haben, auch der Allgemeinheit einen Anteil abgeben. Sehen Sie das Problem auch der Ungerechtigkeiten, das Frau Wagenknecht so beschrieben hat? Also ich möchte gerne festhalten, dass Frau Wagenknecht eine Steuerpolitik vertritt, die alle Familienunternehmen bei Generationenübergang pleite gehen lässt. Also ich rede hier über Vermögen oberhalb von 25 Millionen. Nee, das unterstimmt eben nicht. Sie haben letztes Jahr gesagt, Sie haben eine 100-prozentige Erbschaftssteuerabschöpfung ab 1 Million. Und das haben Sie gesagt. Das, was Sie hier erzählen, das ist was völlig anderes. Und das heißt, alle Familienunternehmen würden sofort in die Pleite getrieben. Das haben Sie gesagt. Aber schauen Sie sich unser Wahlprogramm an. Sie können ja nicht mit Räuberpistolen kommen. Wir können es ja gerne 25 Millionen ist bei uns die Grenze. Sind es ab 25 eine Entlastung der arbeitnehmenden Bevölkerung. Würden Sie auf die 25 Millionen noch gehen und auf das Argument, das Frau Wagenknecht gebracht hat, dass es eine steigende Ungleichheit in diesem Land gibt? Sie will eine 100-prozentige Erbschaftssteuerabschöpfung ab 1 Million. Und das ist falsch, was Sie hier heute sagen. Ich weiß jetzt, worauf Sie sich beziehen. Ja, ich habe in einem Buch, das 2016 erschienen ist, Alexander Rüstow zitiert. Ein Ordoliberaler, der damals genau diese Forderung aufgemacht hat. Das ist aber etwas anderes als das, was wir als BSW politisch fordern. So. Und wir fordern ab 25 Millionen. Und dann kommen Sie mir jetzt nicht mit den armen Familienunternehmen, Handwerksbetriebe, viele andere würden da überhaupt nicht betroffen sein. Ab 25 Millionen 1%, Frau Weidel? Nein, ich bin absolut gegen eine Erbschaftsbesteuerung. Ja, das sitzt im Betriebsvermögen. Ich bin dagegen. Wir sind gegen jede Form der Erbschafts- und Vermögensbesteuerung. Es ist Vermögensteuer? Egal, also das Argument, gegen dass es jede dann Form der Substanzbesteuerung. Es ist einmal versteuertes Einkommen. Und wenn der Staat mit unserem Geld, der Steuerzahler, nicht umgehen kann, der im Übrigen Rekordsteuereinnahmen bereits hat, wenn er damit nicht umgehen kann, dann soll er bitte nicht noch irgendwelche Steuersätze erfinden, wie er es jetzt ja sowieso schon macht, über CO2-Abgabe, dann kommt hier noch was drauf, dann soll der noch den Gürtel enger schnallen. Und was bietet dieser Staat der eigenen Bevölkerung?
Er bietet der eigenen Bevölkerung eine erodierende innere Sicherheit, ungeschützte Grenzen, eine verfallende Infrastruktur etc. pp. Und die weltweit höchsten Energiepreise. Das ist etwas, was ich zutiefst unseriös halte. Aber Frau Weidel, Sie lenken jetzt vom Thema ab. Nein, lenken Sie überhaupt nicht. Weil ich meine, wir fordern auch, dass die kleinen Leute darum sage ich, zusammenspannen. endlich eine vernünftige, seriöse Politik im Staate Deutschland. Ich mache das daran fest, dass Adolf Hitler einen neuen Menschen schaffen wollte. Einen neuen Menschen, der in eine Richtung marschiert, eine komplette gesellschaftliche Gleichmacherei mit Einpferchung der Kinder in irgendwelche Camps, Hitlerjugend und Gleichschaltung der Medien. Und mit einer staatsgelenkten Kommandowirtschaft sollte uns vielleicht auch irgendwie bekannt vorkommen. Und es gibt dort Parallelen natürlich mit dem Kommunismus und sozialistischen Systemen. Warum auch Stalin damals, dem Sie ja 20 Jahre hinterhergeeifert sind, in der Weidel, jetzt hören Sie also auf mit so einem Mist. Also ich bin Herrn Stalin nie hinterhergeeifert. Doch, Sie waren in der kommunistischen Plattform, Sie waren die Vorsitzende. Ja, das heißt aber nicht, Stalin, doch. Ich war das in den 90er Jahren, da haben Sie recht, aber selbst damals habe ich Stalins Verbrechen nicht gerecht. Na gut, und Stalin hat dann auch Stalin sind im Prinzip aufgrund der ideologischen Nähe hat er Hitler-Deutschland ja auch nicht ein sozialistisches, nationalsozialistisches System genannt, sondern ihn als Faschisten genannt. Und das ist im Übrigen eine These. Stalin ist ja Kronzeuge dafür, dass Hitler ein Kommunist ist. Darf ich das an Frau Wagenknecht weitergeben zur Diskussion? Nein, also ich möchte Ihnen einfach nur erklären, warum Hitler-Deutschland umbenannt wurde. Und es ist im Übrigen eine viel diskutierte These unter Historikern, warum Hitler eigentlich aus Sicht der rechtskonservativen links stand. Der gesamte deutsche Widerstand um Stauffenberg rum war ein rechtskonservativer. Und Hitler wurde im Nachkriegsdeutschland als Rechter gelabelt, was absolut falsch ist. Er war im Geiste ein Linker und er entstammt der Räterepublik und dementsprechend habe ich das genauso beschrieben und das ist eine These, über die man gerne diskutieren kann. Wir tun es, Frau Wagenknecht. Ich meine, das ist wirklich eine Art der Das ist mir schon klar, dass Ihnen das nicht gefällt. Nein, das geht nicht darum. Das kommt ja aus dem rechtsextremen Diskurs. Also das ist ja auch nichts Neues, was Sie sich da ausgedacht haben. Aber ich finde es wirklich auch eine Ungeheuerlichkeit gegenüber den Opfern von Hitler. Also erstens, der Mann ist von deutschen Industriellen gefördert worden, gesponsert worden. Das wurden Kommunisten in der Regel nicht. Die erste Partei, die er verboten hat, war die kommunistische Partei. Die erste Partei, die er verboten hat, war die kommunistische Partei, danach die sozialdemokratische. Er hat zigtausende Kommunisten und Sozialdemokraten in die KZs und in die Zuchthäuser geschickt. Er Wie viele Millionen von Menschen haben die Kommunisten umgebracht und Stalin? Ja, aber darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, genau darum geht es. Diesen Leuten sind Sie hinterhergerannt. Stalin hat Millionen von Menschen umgebracht. Ja, ich bin auch nie Stalin hinterhergerannt. Jetzt hören Sie auf, ihr Sie war Vorsitzende der kommunistischen Plattform. Ja, ich war das in den 90er Jahren und ich finde es auch nicht, dass ich mich dafür schämen muss, dass ich als junge Frau eine Kommunistin war. Heute sehe ich die Dinge anders und ich würde sagen, bei Ihnen ist die Entwicklung eher in die andere Richtung. Sie sind mal rechtskonservativ gestartet und wenn ich Ihre letzte Rede auf dem Parteitag verfolgt habe und auch diejenigen, die da sehr gejubelt haben, bis hin zur Übernahme bestimmter Begrifflichkeiten, dann haben Sie sich hier ganz radikal entwickelt. Sie wissen ja auch selbst, was Sie für Leute in der Partei haben. Ich meine, Sie wollten Herrn Höcke selbst mal aus der Partei ausschließen wegen seiner Nähe zum Nationalsozialismus, also wahrscheinlich nicht, weil Sie ihn für einen Kommunisten gehalten haben. Oder Sie haben zum Beispiel jetzt auch auf Ihrer NRW-Liste, da kandidieren Leute auf den Listen Ihrer Partei, die der eigene Landesvorstand für Neonazis hält und deswegen aus der Partei ausschließen will. Solche Leute haben Sie auf Bundestagslisten. Sie wissen auch selbst, was teilweise über Direktkandidaturen im Osten in die nächste Bundestagsfraktion der AfD kommen wird. Eigentlich müsste es Ihnen gruseln, aber Sie haben sich damit arrangiert. Sie haben sich damit auch abgefunden. Sie sind jetzt das Gesicht auch dieser Leute. Und deswegen kommen Sie mir jetzt nicht mit uralten Geschichten, was ich mal in den 90er Jahren vertreten habe. Wir sollten jetzt schon
Nein, auch 2010 nicht. 2011, mein Buch damals, was erschienen ist, Freiheit statt Kapitalismus, das war ein, nein, ich war auch nicht Vorsitzende. Vorsitzende war ich übrigens nie, also das ist auch eine Legende. Ich war Mitglied der kommunistischen Plattform, ich war nie Vorsitzende. Tatsächlich, der Tatbestand, der stimmt, ist, dass Sie damals Herrn Höcke ausschließen wollten. Sie waren eine der treibenden Kräfte für das Parteiausschlussverfahren, das nicht tatsächlich funktioniert hat. Der Grund damals oder die Begründung war die übergroße Nähe zum Nationalsozialismus. Ist Höcke also moderater geworden oder sind Sie radikaler geworden? Björn Höcke hat Wahlen in Thüringen gewonnen als stärkste Kraft, 35%, und wird nun ausgeschlossen. Ich glaube, dass Herr Höcke... Ausgeschlossen. Die Frage war, ist er nicht mehr nah am Nationalsozialismus? Nein, natürlich nicht. Warum? Hat er sich so gewandelt seit Nein, haben Sie sich so gewandelt? Können wir einmal Moment bei einer Frage? Nein, Sie reden aber hier über den Zeitpunkt seit 2018 und nicht über die 90er Jahre. Moment, Sie schwenken ja die ganze Zeit um. Ich finde es total witzig. Wir können auch gerne über Sie... Frau Weidel, die Frage ist ja eine klare. Ja, bitte. Frau Weidel, die Frage ist eine klare. Hat sich Björn Höcke so gewandelt, dass Sie ihn nicht mehr wegen seiner übergroßen Nähe zum Nationalsozialismus kritisieren könnten? Herr Höcke gewinnt Wahlen. Wenn Sie sich die Reden von Herrn Höcke anschauen, so ist er sehr, sehr klar im Ton. Er ist moderat. Und das kann man jetzt so sehen, wie man will, aber er hat 35% geholt. Und dementsprechend schauen Sie sich das an, was jetzt gerade auch in Thüringen vor sich geht. Also wenn der Nationalsozialist heute 35% gewinnen würde, also jetzt haben wir ja dann den Wahlsieger, die AfD, ausgeschlossen. Jetzt haben wir eine linke Koalition. Das ist eine andere Frage, Frau Weidel. Dann zusammen mit dem Steigbügelhalter BSW. Steigbügelhalter, Sie wollten mit der CDU koalieren und uns werfen Sie das vor. Das ist ja wohl lächerlich. Sie verhindern nun mal den politischen Wandel. Sie sind für ein Weiter so. Und das gehört zur Wahrheit mit dazu. Sie haben erst die linken Partei zerlegt. Jetzt kratzen Sie an der 5%-Hürde. Vielleicht bereuen Sie das auch schon, dass Sie beide rausfliegen. Ich glaube, es war ein strategischer Fehler, weil Sie nicht für den politischen Wandel stehen. Und das kommt jetzt raus. Und darum stürzen Sie auch ab. Sie stehen für einen Wandel, der auf jeden Fall der großen Mehrheit dieses Landes nicht zugutekommt. Und wenn Sie sich jetzt so arrogant über Umfragen äußern, als die AfD ein Jahr alt war, da standen Sie bei 4%. Bevor Frau Merkel die Grenzen geöffnet hat, standen Sie bei 3%. Danach hatten Sie tatsächlich, ja, also deswegen hören Sie auf mit dieser Arroganz, dass wir jetzt bei 4-7% stehen. Wir werden trotzdem in den Bundestag einziehen. Schon alleine, weil wir die alten Parteien mit Ihnen nicht alleine lassen dürfen. Partei kaputt gemacht. Und jetzt übernehmen Sie das Wording der Mainstream-Presse gegen uns. Okay, können Sie gerne machen, aber finde ich jetzt ein bisschen billig. Das BSW ist gegründet worden, weil die Linke leider, was ich bedauere, weil ich lange in dieser Partei war, in vielen Themen eben das Vertrauen der Menschen verloren hat. Und weil wir in Deutschland eine Partei wenigstens brauchen, die sich tatsächlich auch dafür einsetzt, dass unsere Interessen in den Mittelpunkt gestellt werden. Das Problem der AfD ist eben, dass sie jetzt durch den Weg an die Seite von Trump und Elon Musk ganz offensichtlich ein Gesellschaftsmodell vertritt, was nicht das deutsche Modell sein kann. Und ich denke, immer mehr Menschen werden das auch sehen, dass bei ihnen Elon Musk besser aufgehoben ist als eine Durchschnittsfamilie mit mittleren Einkommen, die tatsächlich auch verlieren würde, wenn sie ihr Programm durchsetzt. Darf ich eins aufgreifen, was Sie gesagt haben? Steigbügelhalter steht im Raum. Wer koaliert mit der CDU? Das könnte man theoretisch mit Ja, Nein beantworten. Würden Sie mit der CDU koalieren, wenn die Zahlen es hergeben? Ja, würden wir. Sie tun es ja. Ja, wir tun es, aber ehrlich gesagt finde ich das eben auch so merkwürdig, dass Sie uns dann vorwerfen, dass wir mit der CDU koalieren. Wir haben einen Wandel durchgesetzt. Wir haben eine andere Migrationspolitik durchgesetzt. Wir haben eine Uhr laufen. Sie sind etwa ausgeglichen. Können Sie das mit dem Steigbügelhalter vielleicht noch mal erklären? Dann haben wir sehr richtig. Das ist genau das, was wir die ganze Zeit sagen. Die CDU macht momentan Wahlkampf mit AfD-Position. Und zur Wahrheit gehört dazu, dass sie mit den Wunschkoalitionspartnern, also mit den Grünen und der SPD,
dass sie diese Versprechen nicht wird umsetzen können, weil diese anderen Parteien dagegen sind. Sie wird ihre Wahlversprechen für den politischen Wandel nur mit der AfD umsetzen können. Und am besten wählt man dann gleich das Original als eine Kopie. Denn ich glaube, hier wird den Wählern kein reiner Wein eingeschenkt. Hier werden die Wähler, um es einfach mal knallhart zu sagen, sie werden knallhart angelogen von Seiten der CDU, weil kein politischer Wandel stattfinden wird. Das sieht man in den Länderregierungen in Berlin. Das In sieht Thüringen man, zum Beispiel. Das sieht man in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg. Können Sie das nochmal aufnehmen? Kein politischer Wandel, Naja, ich wenn die finde, AfD nicht dabei ist. Sie haben das ja sondern nie das untersetzt. Natürlich gibt es dort gravierende Veränderungen, die nur deswegen möglich wurden, weil wir in diese Koalition eingetreten sind. Wir haben auf der einen Seite durchgesetzt, dass es tatsächlich einen Wandel in der Migrationspolitik in Thüringen gibt. Natürlich im Rahmen dessen, was man in einem Bundesland kann. Natürlich können wir nicht die Bundespolitik verändern, aber wir können zumindest in Thüringen einiges anderes machen. Wir haben die Corona-Aufarbeitung, wir haben sogar ein Corona-Amnestiegesetz in den Koalitionsvertrag. Wir haben wesentlich mehr Mittel für Investitionen ermöglicht, auch in den sozialen Wohnungsbau. Das interessiert Sie nicht. Sie wollen ja auch keine Mietenregulierung, aber wir haben dort Dinge durchgesetzt, die tatsächlich das Leben der Menschen verbessern. In einem engen Rahmen, der eben auf Landesebene da ist. So, aber Sie machen permanent sehen. gegen uns Kampagne, weil wir mit der CDU koalieren. Gleichzeitig wollen Sie genau das, würden aber am Ende Herrn Merz ja nicht in den Arm fallen, wenn er für mehr Aufrüstung die Renten kürzt oder wenn er tatsächlich gerade bei den sozialen Leistungen Ich wollte abbaut, gerne die wissen, die wie das mit wirklich den brauchen. Koalitionsmöglichkeiten ist. Das werden wir alle nach der Wahl erst sehen, wenn gewählt worden ist und jeder weiß, welche Partei wo steht. Vielen herzlichen Dank für heute, Sarah Wagenknecht. Danke, Alice Weidel. Vielen Dank. Dankeschön. Mein Fazit zu dieser Sendung. Sarah Wagenknecht kann zwar austeilen, aber einstecken. Puh, da wird's dünn. Immer die gleiche Ausrede. Früher war das so. Klar, deswegen war sie auch jahrelang bei den Linken. Aber ehrlich, in dieser Diskussion hat sie vor allem eins bewiesen. Heiße Luft und viel Gerede ohne Substanz. Sie will bei jedem Thema mitreden, wirkt dabei aber eher wie jemand, der dringend versucht, intelligent zu wirken. Ein echtes Argument, Fehlanzeige. Das BSW scheint wirklich überflüssig zu sein. Und warum Wagenknecht sich mit diesem Auftritt für den Bundestag qualifiziert fühlen könnte, bleibt ein Rätsel. Was hat sie jemals geleistet, außer Buchschreiben? Wie so viele Politiker, die körperliche Arbeit offensichtlich meiden. Und dann Alice Weidel, ganz ehrlich, sie war wieder genial. Besonders dieser Moment, als Wagenknecht provozieren wollte und Weidel mit einem einzigen Satz konterte. Ich hab gearbeitet. Boom! Das hat gesessen. Frau Weidel hat Wagenknecht argumentativ regelrecht in den Boden gestampft. Hier wurde deutlich, dass die AfD im Gegensatz zum BSW echte Lösungen und Standpunkte präsentiert. Also Leute, was sagt ihr zu diesem Duell? Schreibt eure Meinung in die Kommentare, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine spannenden Videos verpasst. Danke fürs Zuschauen, bleibt kritisch und wachsam und wir sehen uns beim nächsten Mal.